Herzlich willkommen zu meiner 6. Deutschstunde. Was erwartet uns heute? Wir werden wie immer uns noch einmal kurz mit dem Thema der letzten Stunde beschäftigen, und zwar der Pluralbildung auf ER, anhand unseres Übungsblattes. Anschließend steigen wir gleich ins nächste Thema ein, und zwar auf die Pluralbildung mit EN. Dann gibt es wieder das Übungsblatt zur heutigen Stunde und anschließend einen kleinen Ausblick, was uns in der nächsten Zeit erwartet. Wir werfen zunächst noch einmal einen Blick auf unseren Satzbaukasten. Und zwar fangen wir im Singular an. Hier lautet der Artikel entweder der, die oder das. Das Verb sein in der dritten Person Singular verwandelt sich in ist und das Adjektiv bleibt immer gleich. Im Plural ist der Artikel immer die dritte Person Plural des Verbs sein lautet sind und auch hier ist das Adjektiv immer gleich. Kommen wir zu unserem Übungsblatt. Und zwar zur ersten Aufgabe. Hier ging es darum, aus dem Singular den Plural zu bilden. Ich lese einmal laut vor und lasse eine Pause, sodass ihr das wieder nachsprechen könnt. Bitte laut. Das Kind, die Kinder. Das Kleid, die Kleider. Das Rind, die Rinder. Das Brett, die Bretter. Das Feld, die Felder. Das Schwert, die Schwerter. Das Lied, die Lieder. Das war der erste Teil unseres Übungsblattes. Im zweiten Teil ging es darum, das Substantiv und das Verb zu ergänzen. Und zwar zeigte euch das Icon, ob es sich um Singular oder Plural handelte. Ich starte und mache auch immer eine Pause. Das Kind ist klein. Die Kinder sind klein. Das Kleid ist blau. Die Kleider sind blau. Das Rind ist groß. Die Rinder sind groß. Das Brett ist lang. Die Bretter sind lang. Das Feld ist klein. Die Felder sind klein. Das Schwert ist alt. Die Schwerter sind alt. Das Lied ist schön. Die Lieder sind schön. So,
Ich glaube, wir haben jetzt ziemlich oft die Pluralbildung auf ER geübt. Nun schließen wir dieses Kapitel und wenden uns der Pluralbildung mit EN zu. Wie ihr wisst, bin ich kein großer Fan von Regeln. Die Pluralbildung mit EN ist jedoch eine Ausnahme. Ich habe die Substantive in 5 Gruppen eingeteilt und wir beschäftigen uns heute mit Gruppe 1 und 2. Wenn ihr einen Blick auf die Abbildung werft, dann seht ihr in Gruppe 1 Substantive, die mit der Silbe ung enden, wie Zeitung und Übung. Und Substantive, die mit der Silbe heit enden, wie Freiheit und Sicherheit. Oder mit der Endsilbe keit, wie Möglichkeit oder Fähigkeit. In Gruppe 2 werden wir uns dann mit Worten beschäftigen, die mit der Endsilbe schaft enden, wie Mannschaft, Freundschaft. Alle diese bilden den Plural mit EN und wenn ihr ein Wort, ein Substantiv mit dieser Endsilbe hört, ist es eindeutig, dass wir EN als Plural anhängen. Schauen wir uns in Gruppe 1 die Wörter an, die auf ung enden. Ich habe euch die Übersetzung rausgesucht, um euch die Arbeit zu ersparen. Der Plural ist noch nicht mit aufgeführt, ich lese ihn aber gleichzeitig mit und mache auch wieder eine Pause, sodass ihr die Worte gleich nachsprechen könnt. Die Lösung, die Lösungen. Die Entscheidung, die Entscheidungen. Die Entwicklung, die Entwicklungen. Die Genehmigung, die Genehmigungen. Die Anmeldung, die Anmeldungen. Die Erklärung, die Erklärungen. Die Übung, die Übungen. Da es sich meist um längere Worte handelt, empfehle ich, diese Partie des Videos öfter anzuhören und sie laut nachzusprechen. Hier kommen jetzt noch einmal einige Sätze, und zwar in der Singular- und in der Pluralform. Ich lese langsam vor, ihr sprecht in der Pause bitte laut nach. Die Lösung ist richtig. Die Lösungen sind richtig. Die Entscheidung ist schwer. Die Entscheidungen sind schwer. Die Entwicklung ist positiv. Die Entwicklungen sind positiv. Die Genehmigung ist sinnvoll. Die Genehmigungen sind sinnvoll.
Die Anmeldung ist vollständig. Die Anmeldungen sind vollständig. Die Erklärung ist verständlich. Die Erklärungen sind verständlich. Die Übung ist hilfreich. Die Übungen sind hilfreich. Mir ist wichtig, dass ihr dieses Muster erkennt und verinnerlicht. Es muss nicht sein, dass ihr jedes dieser Substantive auswendig lernt oder jedes dieser Adjektive. Es ist ein Angebot, sucht euch heraus, was euch am sinnvollsten erscheint. Hier ist nun eine Liste mit Substantiven, die mit der Endsilbe heit enden. Ich habe euch die Übersetzung hierzu rausgesucht. Das Wort werde ich sowohl im Singular vorlesen, ihr seht das hier auch geschrieben. Den Plural lese ich gleich mit dazu. Bitte sprecht wieder laut nach. Die Freiheit, die Freiheiten. Die Einheit, die Einheiten. Die Wahrheit, die Wahrheiten. Die Krankheit, die Krankheiten. Die Einzelheit, die Einzelheiten. Die Dummheit, die Dummheiten. Die Neuheit, die Neuheiten. Die Bosheit, die Bosheiten. Die Angewohnheit, die Angewohnheiten. Die Klarheit, die Klarheiten. Auch diese 10 Substantive sind nur ein Angebot. Sucht euch bitte raus, was euch als Anfänger wichtig erscheint. Auch zu den Substantiven mit der Endsilbe heit gibt es jetzt einige Beispielsätze im Singular und im Plural. Die Freiheit ist wichtig. Die Freiheiten sind wichtig. Die Einheit ist gut. Die Einheiten sind gut.
Die Wahrheit ist klar. Die Wahrheiten sind klar. Die Krankheit ist schmerzhaft. Die Krankheiten sind schmerzhaft. Die Einzelheit ist überzeugend. Die Einzelheiten sind überzeugend. Die Dummheit ist gefährlich. Die Dummheiten sind gefährlich. Die Neuheit ist spannend. Die Neuheiten sind spannend. Die Bosheit ist schrecklich. Die Bosheiten sind schrecklich. Die Angewohnheit ist lästig. Die Angewohnheiten sind lästig. Die Klarheit ist überzeugend. Die Klarheiten sind überzeugend. Bitte sucht euch aus dieser Liste nur 2 oder 3 Substantive heraus. Ich habe sie trotzdem so umfangreich gehalten, damit ihr auch später, wenn wir fortgeschritten sind, immer wieder auf dieses Blatt zurückgreifen könnt und wir nicht anfangen müssen, sowas noch einmal neu aufzulegen. Auch Substantive mit der Endsilbe keit bilden den Plural auf en. Hier 4 Beispiele. Die Möglichkeit, die Möglichkeiten, die Fähigkeit, die Fähigkeiten, die Schwierigkeit, die Schwierigkeiten, die Gerechtigkeit, die Gerechtigkeiten. Kommen wir jetzt noch zu 2 Sätzen mit Substantiven, die auf keit enden. Die Möglichkeit ist gut. Die Möglichkeiten sind gut. Die Freundlichkeit ist hilfreich. Die Freundlichkeiten sind hilfreich. Damit schließen wir jetzt Gruppe 1 ab und kommen zu Gruppe 2. In Gruppe 2 findet ihr Substantive, die mit der Silbe schafft enden. Auch hier wird der Plural mit en gebildet. Ich lese vor. Die Mannschaft, die Mannschaft,
Gesellschaften. Die Freundschaft. Die Freundschaften. Die Gesellschaft. Die Gesellschaften. Die Eigenschaft. Die Eigenschaften. Hier kommen noch einmal 3 Sätze, sowohl im Singular als auch im Plural. Ich starte. Die Freundschaft ist wichtig. Die Freundschaften sind wichtig. Die Wissenschaft ist spannend. Die Wissenschaften sind spannend. Die Mannschaft ist stark. Die Mannschaften sind stark. Ihr bekommt von mir auch noch einmal eine Liste mit Adjektiven und eine Liste mit Substantiven, jeweils mit den Übersetzungen. Kommen wir nun zum Übungsblatt. Das Übungsblatt enthält 10 Substantive mit unterschiedlichen Endungen. Mit ung, keit, heit und schaft. Alle bilden den Plural auf en und ich bitte euch, in der Übung sowohl das Verb im Singular und das Adjektiv als auch das Verb im Plural und das Adjektiv einzutragen. Wir gehen dieses Blatt wieder in der nächsten Stunde durch. Kommen wir zum Ausblick. Ich werde die letzten Gruppen der Pluralbildung mit en mit euch in der nächsten Stunde besprechen. Und dann gilt es erstmal durchzuschnaufen. Dann werde ich 2 Stunden etwas ganz anderes einschieben, und zwar werde ich euch bildlich mitnehmen in ein deutsches Wohnzimmer und in eine deutsche Küche. Und wir werden die Substantive, die wir kennen, benennen, im Singular auf alle Fälle. Und wir werden die Pluralformen, die wir schon besprochen haben, dann dort eintragen. Das werden 2 relativ kurze Stunden werden, auch mal anders aufgebaut. Wir haben Ferienzeit, wir haben alle eine kleine Pause verdient. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zusehen.